Der, die oder das. Regeln für Artikel, die du dir ganz einfach merken kannst. Mein Name ist Sophie und ich bin deutsche Muttersprachlerin, aber auch zertifizierte Deutschlehrerin hier bei Home Studies. Und als erfahrene Deutschlehrerin freut es mich natürlich ganz besonders, mein Wissen mit meinen SchülerInnen teilen zu können. Deshalb schauen wir uns heute Regeln an für die Artikel im Deutschen und ich zeige dir, wie du dir diese Regeln ganz einfach merken kannst und dann anwenden kannst. Los geht's! Lasst uns über die Artikel auf Deutsch sprechen. Ja, manchmal ist es nicht ganz klar, wann wir welchen Artikel benutzen müssen. Ist es der, ist es die, ist es das? Heute erkläre ich euch ganz einfach, wie ihr wisst oder wie ihr erkennt, wann wir welchen Artikel benutzen. Zuerst ist es wichtig, dass ihr euch merkt, dass die bestimmten Artikel auf Deutsch die Artikel der, die und das sind. Was bedeutet bestimmt? Ein bestimmter Artikel beschreibt ein präzises, ein bestimmtes Wort. Das Wort ist definiert. Die Sache ist definiert. Ja? Und die Artikel definieren also ein Wort und auch das grammatikalische Geschlecht. Was heißt das? Das heißt, dass ein Wort auf Deutsch feminin, maskulin oder neutral sein kann. Und diese Artikel zeigen uns das grammatikalische Geschlecht. Und die Artikel zeigen uns auch die Anzahl von einer Sache oder von einer Person. Was bedeutet das? Gibt es eine Person oder zwei oder drei? Auch das können wir mit dem bestimmten Artikel erkennen. Nun, die bestimmten Artikel definieren eine bestimmte Person oder eine bestimmte Sache. Das heißt, zum Beispiel kann ich sagen, Mann von Lisa. Es ist ein bestimmter, präziser, definierter Mann. Es ist nicht irgendein Mann. Es ist nicht ein unbekannter Mann. Er ist kein anonymer Mann. Nein, er ist bekannt, er ist definiert, denn er ist der Mann von Lisa. Ich kann auch sagen, die Frau von Anna. Hier ist es das Gleiche. Die Frau ist definiert, sie ist nicht anonym, sie ist nicht irgendeine Frau, sie ist die Frau von Anna. Und deshalb kann ich sagen, die Frau. Oder hier das Auto von Jonas. Es ist ein bestimmtes, definiertes Auto. Nicht irgendein Auto, ja, nicht ein Auto von einer Person, die wir nicht kennen. Die Person ist Jonas und das heißt, das Objekt ist definiert. Es ist von ihm. Und jetzt schauen wir uns zuerst die maskulinen Wörter auf Deutsch an. Der Artikel, der beschreibt immer ein grammatikalisch maskulines Wort. Der gleich maskulin. Und wann weiß ich, welches Wort maskulin ist? Es gibt ein paar Regeln. Beispiel: haben männliche Personen immer den Artikel der. Wie zum Beispiel der Vater, der Bruder, der Onkel oder der Junge. Das sind maskuline Personen, also haben sie auch den maskulinen Artikel der, ja, der Vater, der Bruder, der Onkel, der Junge. Und auch männliche Berufsbezeichnungen.
Was bedeutet das? Es gibt zum Beispiel maskuline Personen, die Lehrer sind, die Koch sind, Student, Maler, Sekretär. Ja, das heißt, hier sagen wir auch der Lehrer, der Koch, der Student, der Maler, der Sekretär. Ist es also eine männliche Person, die diesen Beruf, diesen Job macht, dann ist die Bezeichnung, also der Titel von dem Job, der Lehrer, der Koch, der Student, der Maler und so weiter. Auf Deutsch sind auch Monate und Jahreszeiten maskulin, okay? Das bedeutet der Januar, der Februar, der März, der April, der Sommer, der Winter und so weiter. Diese Monate und diese Jahreszeiten sind immer maskulin. Und zuletzt auch Wetter und Himmelsrichtungen, ja? Zum Beispiel der Regen, der Schnee, der Norden, der Süden, der Osten, der Westen. Diese Wörter sind immer maskulin auf Deutsch. Okay, jetzt kommen wir zu den femininen Wörtern, zu den grammatikalisch femininen Wörtern. Wie kann ich erkennen, ob ein Wort feminin ist? Auch hier gibt es ein paar Regeln. Regel Nummer 1. Ein Wort, das die Endung UNG hat, ist immer feminin. Wie die Ordnung oder die Versicherung. Wir sehen, hier ist die Endung UNG. Auch Wörter, die die Endung keit oder heit haben, sind feminin, wie zum Beispiel die Sauberkeit oder die Wahrheit. Auch Wörter, die auf schaft enden, wie zum Beispiel die Freundschaft. Ja? Wörter, die schaft am Ende haben, sind feminin. Auch Wörter mit ität am Ende, ja, wie zum Beispiel die Universität. Oder Wörter mit UR am Ende, wie zum Beispiel die Temperatur. Außerdem sind Wörter mit ei oder ie am Ende auch immer feminin. Wie zum Beispiel die Wörter die Bäckerei, die Demokratie. Okay, hier ist die Endung ei und ei. Auch Wörter, die auf ion enden, sind feminin, wie zum Beispiel die Religion. Es gibt Wörter, die auf ik enden und das ist die Musik und es ist auch grammatikalisch feminin und auch Wörter, die auf ans oder ens enden, sind feminin, wie zum Beispiel die Toleranz, die Kompetenz. Wenn ihr noch mehr Ideen habt für Wörter, die eine von diesen Endungen haben, dann schreibt sie doch bitte mit dem femininen Artikel in die Kommentare. Außerdem gibt es noch 2 weitere Kategorien für feminine Wörter und das sind natürlich weibliche Personen. Ja? Personen, die weiblich sind, haben auch den femininen Artikel, wie zum Beispiel die Frau, die Tante, die Mutter, die Schwester, die Freundin etc. Oder weibliche, also feminine Berufsbezeichnungen, ja, so die Titel der Berufe wie bei den Männern, ja, also die Lehrerin, die Krankenschwester, die Köchin, die Mechanikerin. Das bedeutet, wenn eine weibliche Person diesen Beruf macht, dann sagen wir die und dann den Beruf. Und oft setzen wir IN an das Ende. Nun kommen wir zu der letzten Kategorie bei den bestimmten Artikeln und das sind die neutralen Wörter. Neutrale Wörter haben immer den Artikel das. Wir erinnern uns,
Maskuline Wörter haben den Artikel der, feminine Wörter haben den Artikel die und neutrale Wörter haben den Artikel das. Wie erkenne ich ein neutrales Wort? Ein neutrales Wort hat oft die Endung MA, wie zum Beispiel das Thema oder das Klima. Diese Wörter sind grammatikalisch neutral und haben deswegen den Artikel das. Auch Wörter mit der Endung tum sind oft neutral, wie zum Beispiel die Wörter das Wachstum oder das Datum. Okay? Hier ist die Endung tum und deshalb sind diese Wörter grammatikalisch neutral. Es gibt auch viele Wörter auf Deutsch, die auf chen enden. Auch diese Wörter sind neutral, ja, wie zum Beispiel das Mädchen oder das Brötchen. Stopp! Wir haben gesagt, weibliche Berufsbezeichnungen oder weibliche Personen haben immer den Artikel die. Das Mädchen ist auch eine weibliche Person. Aber Achtung, hier in diesem Fall sagen wir nicht die Mädchen, wir sagen das Mädchen. Denn am Ende von diesem Wort steht chen und Wörter mit chen sind neutral. Auch Wörter, die auf ment enden, ment, wie zum Beispiel das Medikament, sind neutral. Oder Wörter, die auf enden, ja, die Endung ist wie zum Beispiel das Visum. Wir fassen also zusammen und können sagen, dass maskuline Wörter immer den Artikel der tragen. Der Artikel ist der, also bestimmt definiert, wenn die Person oder die Sache definiert ist. Wir können femininen Wörtern den Artikel die geben, okay? Also feminine Wörter auf Deutsch sind immer die. Und neutrale Wörter auf Deutsch sind mit dem Artikel das. Ich hoffe, das Video war hilfreich, dass ihr alles verstehen konntet. Bei Fragen schreibt gerne in die Kommentare und wenn ihr noch mehr zu dem Thema Artikel im Deutschen lernen wollt, dann geht doch direkt weiter zu dem Video, in dem es um den Nominativ geht. Hier erkläre ich den Unterschied zwischen einem bestimmten Artikel, der, die, das, und einem unbestimmten Artikel. Vielen Dank und bis bald!